Ich wiederhole jetzt nur das Ergebnis unserer vorurteilsfreien Überlegungen. Und zwar hatten wir mit Nietzsches Wahrheit und Lüge, der war ja auch nicht ganz gesund, aber gesehen, der Mensch wurde als Tier mit einem besonderen Bezug zur Welt beschrieben. Erstens mit Sprache und Geist, Rationalität ausgestattet. Zweitens als Erfinder des Erkennens. Und drittens sonst nichts darüber hinaus, außer seinem materiellen Dasein. Menschen haben also beispielsweise Sinnesorgane. Mit den Augen können sie aus der Umgebung sogenannte elektromagnetische Erscheinungen, die der schottische Physiker Maxwell mathematisch kovariant ca. 1860, 29-jährig schon beschrieben hatte und die oftmals von der Sonne ausgehen, also Licht, entweder direkt oder umgelenktes Licht von Gegenständen wahrnehmen. Erstaunlich ist auch, dass das Auge so empfindlich ist, dass es ab ca. 1 bis 10 Photonen im Dunkeln schon funktioniert, aber auch im hellen Licht der Sonne nicht versagt. Es ist klar, dass es sich dabei anfänglich um einen Prozess handelt, der den Regeln der neueren Physik gehorcht, der Quantenmechanik, und dass alles Weitere ebenfalls den physikalischen Gesetzen folgen wird. Ein vollständiges Bild entsteht dann durch eine Vielzahl solcher Photonen, die alle von unterschiedlichen Bereichen des Gegenstandes reflektiert worden sind und daher Informationen über die Beschaffenheit der Oberflächenteile mit sich tragen bzw. durch spektrale Reflexionsfähigkeiten des Gegenstandes aus dem weißen Licht für Weiteres ausgewählt wurden. Die anderen werden verfallen und nicht wahrgenommen. Farbe und Form, sagen wir mal ein grüner Baum, können somit erkennbar werden. Den Baum als Baum erkennen können Tiere mit Verstand und sich dann fragen, wie unterscheidet der sich von dem daneben? Ab wann ist es ein Strauch oder eine Blume, ein Hirsch? Hier beginnt also der Verstand an zu arbeiten, der dem Menschen eigen ist. Verstand, Rationalität, Verstehen ermöglicht einen verstehenden Bezug zur Welt, sogenannte Hermeneutik. Diese Eigenschaft ist es, die dem Mensch unabdingbar eigen ist, er sozusagen dadurch vom Tier unterschieden ist, welches überwiegend unmittelbar auf die Sinneseindrücke und erkannten Gegenstände reagiert. Das ist so die Ausgangsposition für viele Überlegungen. Der Mensch hat dadurch einen gewissen kognitiven Abstand von den Dingen. Er fängt an, sich zu fragen, wo kommt das her? Was kann ich damit machen? Und so weiter. Dann kommen irgendwann so Fragen, was ist das? Aristoteles vor 2000 Jahren. Wer ist das? Wie geht das? Was sind Naturgesetze? Welche Tatsachen sind es, die im Menschen zu seiner besonderen Art und Weise führen können, wie er heute lebt und sich und die Umwelt auch durch seine Erkenntnisse der Natur und ihrer physikalischen Naturgesetze gestaltet? Wie kann der Mensch die absolute Wahrheit erkennen und zum Geist und der Weisheit gelangen?